langsame Autofahrer wieder. Fahr mal rüber jetzt hier. Komm im BMW. Das kenn ich ja. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist ein Autoschlüssel. Na, das ist ein BMW Autoschlüssel, wie unschwer zu erkennen ist, und der gehört zum X5M Competition. Haben die Jungs uns, Mädels, uns hergestellt. Sehr, sehr geil. Hatten wir ja schon im Drag Race. Habt ihr schon gesehen. War ein ganz knappes Duell gegen den RSQ8. Aber heute wollen wir das Auto auch mal wirklich noch erleben und nicht nur geradeaus fahren. Was wir, glaube ich, letztes Mal schon gemerkt haben, ist, dass das wirklich ein Riesenschiff ist. Ne? Also der ist selbst im Vergleich zum RSQ8 so, dass er nochmal echt eine Nummer größer wirkt in der Optik. Ein absolutes Gerät. Ich finde ihn wirklich sehr schön, wie er da steht, muss man mal ganz klar sagen. Von vorne der Grill, die Elemente, vor allem auch die Farbe, ne? Das ist eine Sonderlackierung in so einem silbergrau matt. Das schaut sehr, sehr schick aus. Das muss man gleich mal vorweg mal sagen. So schaut das Ganze von hinten aus. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich, fall bitte nicht hier den Berg runter. Boah. Okay. Er läuft so rückwärts, so ciao, bin da mal weg. Ich persönlich würde den X6 bevorzugen. Ja, das ist einfach so, glaube ich, eine Geschmackssache. Der X5 ist natürlich von hinten schon sehr, sehr massiv, sehr klobig. Ja. Hat natürlich dann den Vorteil, wenn man hier mal reinschaut, so macht man das Ganze auf. Du hast richtig viel Stauraum. Ne? Kann man hier noch aufklappen. So, perfekt. Also das Ding ist natürlich so von innen und vom Platz ist das natürlich top. Also da kriegst du wenig mehr, muss man ganz klar sagen. Da hat man natürlich Spaß, aber das ist natürlich dann immer ein bisschen zum Leide der Optik. Wobei auch das natürlich Geschmackssache ist. Was geil ist auf jeden Fall, dicke 4-Rohr Abgasanlage. Das fliegst gleich wieder hin, ne? Boah, ey. Das ist gefährlich hier. Dieser Hang. Soll ich ein bisschen weiter vorfahren vielleicht? Ja, also es steht auf jeden Fall schick da, dickes X5M Competition Logo. Und ich sage euch ja ganz ehrlich, Leute, für mich sind diese BMW-Videos immer so ein bisschen spannend, weil natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt einen RSQ8 hier drehen würden, ich da einsteige und das fühlt sich alles an so, ja, ich weiß, okay, da ist der Display, ich kenne das alles in- und auswendig, ich habe es schon 1000-mal gesehen. Bei BMW ist das jedes Mal wieder für mich so eine neue Entdeckung. Das ist so, ich kenne das halt einfach alles noch nicht so gut, deswegen, auch mal hier noch zur Vollständigkeit zeigen wir mal hinten, deswegen ist es echt immer so ein bisschen spannend auch für mich, das Ganze zu sehen und zu erleben. Und ich finde, dieses Auto, so wie er gespeckt ist, hat auf jeden Fall eine sehr coole Innenraum-Kombo. Ne? Sehr gewagt, muss man sagen. Das ist so Nachtblauleder mit hellem Leder und so rot-orangenen Nähten. Ich glaube, wenn man die Farben so nennt und man stellt sich nur vor, würde man sagen, boah, lass mich in Ruhe damit. Ich finde aber tatsächlich, das wirkt sehr edel. Das kommt wirklich cool. Klar, sind natürlich auch so ein bisschen, geht natürlich auch in die Richtung der BMW-Farben, der M-Farben. Aber ich finde, das Interieur sieht auch, also es trifft voll meinen Geschmack. Ja, ne? Das ballert. Also es ist mal was ganz anderes, ist auch mutig, so was Helles auch. Ja, also es ist schon echt cool. Das muss man echt sagen. So, sollen wir mal den Motor starten? Wir haben ja hier einen, ich setze ihn mal hier rein. Oh, da fällt mir, oh, schau, so kann man sich gar nicht so reinsetzen. Das ist nämlich relativ hoch hier. Ist relativ sportlich das Ganze. Wollte ich mich gerade so mit dem Arsch drauf setzen, aber es funktioniert gar nicht so gut. Wir haben einen 4,4 Liter V8 Motor. Der Competition hat nochmal 25 PS mehr bekommen, heißt 625 PS, 750 Newtonmeter Drehmoment. Und klingen tut das Ganze folgendermaßen. Ist okay, ja, aber es haut jetzt einen auch nicht komplett vom Hocker. Aber ich finde, von innen ist es ganz, ist auf jeden Fall kernig. Ich finde, es passt auf jeden Fall zum Auto. Das ist so bassig. Ja, so bassig, so ein bisschen kräftig. Ne? Du merkst, muss ja, auch nicht so übertrieben sein. Man muss ja nicht mit so einem Auto jetzt hier, finde ich immer affig, wenn man mit so einem SUV kommt und dann so auf alles knallt und Peng Peng macht. So, die Zeiten sind halt auch vorbei, muss man sagen. Aber macht schon mal was her. So, dann würde ich sagen, Adrian, hauen wir vielleicht noch einen kleinen Porn rein und dann starten wir, oder? So machen wir es.
Moin. Komm mal rein, mach's dir mal bequem hier. Auf dem guten Sessel. Oh. Man sitzt schon gut, ey. Der Sitz hat auch. Er hat schon richtig Style. Ich finde auch das Element, ich weiß nicht, stört es einen? Nee, ne? Gibt echt keinen Case, wo dich das stört. Geil aus, sieht geil aus, ne? Es ist auch noch beleuchtet. Ich glaube, es war gerade. Nee, ist nicht beleuchtet. Auch hinten, ich finde, durch dieses helle Leder wirkt dieser Innenraum so unfassbar geräumig. Auch mit diesem Panoramadach, dieses riesen Panoramadach noch dazu. Total geil. Auch hier, ne? Das ist ja auch hier kein schwarzes Alcantara, sondern so ein blaues Alcantara. Man muss jetzt im Color Grading richtig blau machen, ja. Damit die Leute uns das glauben. So, machen wir mal an. Also man sitzt echt toll drin. Das muss man schon mal betonen. Also viel Carbon auch. Schau mal, das hier ist auch finde ich auch ganz stylisch. Ja, so. Das sieht schon nice aus, ey. Ja, das kommt schon gut. Das Einzige, was mir nicht taugt, ist das runde Lenkrad. Ich bin nicht so ein Freund von diesen runden, eher ein eckiges Lenkrad. Ich mag eher so ein eckiges. Ich mag eher so ein, so wie im Tesla jetzt der neue. Da ist oben gar nichts mehr. Hast du es gesehen? Nee. Ja, das ist abgeschnitten. Das ist einfach wie so ein Formel 1 Auto. Ja. Wie so ein richtiges Rennlenkrad. Richtig krass. Man muss auch sagen, der Schlüssel an sich ist cool und man hatte hier diese Anzeige. Haben wir noch gar nicht gezeigt, ne? Ich glaube nicht, ne? Du hast halt hier diese Anzeige so. Ne? Du gehst jetzt hier so nach oben. Siehst dann so ein paar Infos zum Auto. Das geht natürlich auch, wenn du nicht jetzt hier drin bist. Du siehst, ob das Auto abgeschlossen ist. Ich glaube, du kannst es dann auch kannst auch abschließen. Klima und sowas schon anmachen. Genau, ich, ne? Ja. Du kannst dann so ein bisschen Spielereien halt, hast du hier so. Du siehst, keine Ahnung, Reichweite auch noch, ne? Musst du irgendwie noch tanken, weißt du dann. Hier Klima einstellen, nächste Abfahrt. Das ist alles cool. Das Einzige ist nur ein bisschen natürlich, dadurch wirkt der Schlüssel etwas größer. Und wenn du jetzt jemand bist wie ich, der halt so einen Schlüssel in der Hosentasche hat, dann ist das etwas klobiger. Wenn du jetzt eine Frau bist und hast nur eine Handtasche oder so, dann, oder auch als Mann, du hast so eine Umhängetasche mit dabei, dann ist es ja wurscht. Aber so manchmal drückt es ein bisschen in der Hose. Ja, das kennst du nicht, das kenn ich. Die Probleme hast du nicht, Adrian. Das kennen wir alle, ey. Was roastest du mich jetzt hier so? Du wüsstest. So, jetzt fahren wir mal los. Jetzt machen wir mal eins direkt und zwar hier auf M-Mode klicken. Man kann alles einstellen, ne? Motor hier effizient, Sport. Leider nicht, hätte ich schalten müssen, musste ich gerade selber schalten. Genau, man kann es hier einstellen. Aber ey, das ist schon. Also vom Sound her ist hier drin, ist ja fast geiler als draußen. Ist schon, ich weiß nicht, ob da ein bisschen nachgeholfen wird, aber finde ich ist schon nice. Ja, finde ich richtig geil. Ja, finde ich auch gut. So, Fahrwerk auch, Komfort. Das machen wir jetzt kurz im Kreisverkehr checken. Oh nein, bitte nicht. Check machen hier. So, Sport. Kannst du da jetzt einen Unterschied rausspüren? Ich probiere mal hier eine Lenkung. Also minimal vielleicht, aber nicht sehr stark. Das ist vielleicht auch, wir sind nicht schnell genug und nicht zu sehr am Limit. Lenkung. Oh, Lenkung merkt man schon. Lenkung merkst du. So, jetzt fahren wir mal raus, bevor es schlecht wird. Ja. Lenkung merkt man tatsächlich relativ nice. Ne? Von Komfort auf Sport ist es gleich direkt bissiger. Viel direkter auch die Lenkung. Und generell muss ich sagen, ich meine, das Ding wiegt 2,3 Tonnen. Ne? Es ist ein SUV, es hat einen hohen Schwerpunkt. Was mir direkt aufgefallen ist in dem Auto, ist Vorderachse. Also wie die sich anfühlt, wie die Lenkung sich anfühlt, finde ich sehr gut. Weil oftmals hat man in SUVs so das Gefühl, es ist sehr schwammig. Ja, du spürst einfach diese Trägheit von dem SUV, du spürst das Gewicht. Und hier, das ist aber etwas, was ich generell bei den BMWs gut finde, hast du eine bissige Vorderachse. Das finde ich gibt einem gleich so ein cooles sportliches Gefühl auf jeden Fall. So, also jetzt haben wir hier auf jeden Fall alles Vollgas auf Sport. Die Ansicht, glaube ich, hat sich auch verändert, kann das sein? Das ist jetzt das ist die normale Ansicht hier. So, ne, hast hier rechts die Drehzahl und links die Geschwindigkeitsanzeige bis 330 steht dann auf der Uhr. Das ist schon mal ganz sportlich. Und dann, wenn du hier den M-Mode anmachst, dann switcht es um. Dann hast du hier ein dickeres Drehzahlband und hast Gang und Geschwindigkeit groß und prominent in der Mitte. Also eigentlich das, was wichtig ist für ein bisschen Performance und Action.
Hier gibt es dann auch noch die Taste für Sound. Hörst du? Ah ja. Ja, okay, da wird nachgeholfen. Okay. Da wird Safe. da wird richtig nachgeholfen. Aber ich finde es gut, trotzdem geil, aber ja. gut, ja, das muss man ja sagen. Ich weiß, die Leute sind immer so, ja, der Sound ist nicht echt, alles scheiße, der Sound muss echt sein. Im Endeffekt, ich finde immer, es muss das, also wichtig ist ja das, was einem vermittelt wird. Und das ist ja ein echt, also das ist ja ein Sound. Das ist Ja, nicht safe, so. wenn der dir beim Fahren taugt. Ja, warum also denn, warum denn dann nicht? anders? Ja, warum denn nicht? Also das von dem her. Und oftmals ist ja immer die Gefahr, dass so künstlicher Sound nicht geil klingt. Finde ich aber, hast du ja selber gemerkt beim ersten Mal. Ja. Ne? Der erste Eindruck war so, oh, ist geil. Ja, eben. Ja, aber jetzt finde ich ihn scheiße, weil der ist nicht echt. Jetzt finde ich ihn richtig scheiße. Jetzt mache ich den aus und gehe erstmal auf YouTube und schreibe in die Kommentare, wie scheiße ich den finde. Das ist mega agil, Alter. Übertrieben, diese Vorderachse, die kickt mich komplett. Der ist so, also ich glaube, dass es Leute gibt, die das nicht geil finden. Für die fühlt sich das dann unruhig an, aber irgendwie taugt mir das. Ich find's gut. Oh Junge, Alter, schau mal, wie diese Vorderachse klingt, ey. Boah, geht schon gut, das Gerät, ey. Das geht doch schon richtig gut. Sag mal easy auf 215 hoch. Aber ich glaube, ich bin ein kleiner Fan vom X5 jetzt Ja? geworden. Ja. Ne, ich sag dir, X6 ist es. Weil da stimmt die Optik dann auch noch so. Das ist noch ein bisschen cooler. Hier, langsame Autofahrer wieder. Fahr mal rüber jetzt hier. Komm im BMW. So, ich kann Das ist immer so geil, dieser Kampf. Wenn man halt die BMW, Audi, bla bla. Wenn ich BMW fahre, wie mir dann Leute schreiben, du hast Audi verraten und so ein Scheiß. Hater. Leute, alles gut, alles gut. So, dann ziehen wir mal durch hier. 200 ist auf der Uhr. Mehr wollen die uns halt nicht geben wie die 260. Aber ey, das Ding zieht einfach richtig stabil durch. Du musst dir mal vorstellen, das sind 2,3 Tonnen. Du hast unfassbar, das ist ja wie eine Wand. Ne? Du fährst ja wie mit einer Wand gegen Ja, den Wind. das vergisst man immer so schnell, dass Ja. man doch in so einem riesen Schiff eigentlich sitzt. Ja. Und dafür Dafür ist es echt schnell, ne? ultra schnell. Ja. Schnell, laut und auch, also Oh. das hier ist Okay. echt ungewöhnlich gut. Das muss man lassen. So, mit so einer bissigen Vorderachse müsste man ja eigentlich auch ein bisschen im Kreis fahren können, Leute. Und da wir auf der Airbase ja schon das Drag Race gefahren sind, machen wir das jetzt nicht hier irgendwo an irgendeinem Spot, sondern da haben wir das schon gemacht. Wir sind ein bisschen im Kreis gefahren und wir haben auch schon 0 auf 100 beziehungsweise dann auch Viertelmeile, 100, 200 da gemessen. Wir brauchen uns das jetzt, glaube ich, nicht nochmal hier antun, irgendwo einen Spot zu finden. Das sind die perfekten Bedingungen. Deswegen hauen wir euch da nochmal den Ausschnitt rein, dann seht ihr das perfekt. Ja, ich glaube, Tobi hat noch ein bisschen verpennt hier. Oh, 3,86. Deutlich besser. Oh, aber wieso kommt denn der jetzt gerade? Wo kommt denn der jetzt her? Komm! Ja, ist das denn? Jawohl! Oh. So, jetzt zeige ich euch nochmal hier einen kleinen Zaubertrick hier. Ja? Und zwar, wenn man jetzt hier so macht. Macht mal lauter und leiser hier beim Wedeln. Geht's ja gar nicht. Das ist ja verrückt, sag ich dir. Oh, was ein geiler Beat, Alter. Richtig geiler Beat. Das ist eventuell, nur eventuell, der Beat von einem Track, der sehr bald erscheint, der eventuell von mir ist. Oh mein Gott, Leute, das wird, da kommt noch was Schönes, da kommt noch was. Tut jetzt aber nicht so viel zur Sache. Kleiner Teaser, macht euch auf was gefasst. Ich freue mich sehr. Aber wie krass ist das mit dieser Geste jetzt? Ist schon wild. Meinst ne? du, das geht auch für YouTube? Auf YouTube? Ja, das. Da geht es auch, ja.
Da haben das neu eingeführt. Bist du sicher? Ja, pass auf. So, also ich muss mit der Linken machen, sonst... Also, mein Name ist Daniel Abt und ich bin heute hier und spreche einfach nur für euch, damit ihr hört, wie laut meine Stimme ist. Aber ich kann natürlich auch das Ganze wieder komplett einfach hier so leise machen. Dann hört man gar nicht. Und dann mache ich einfach hier wieder so und bin wieder auf normaler Lautstärke. So, eigentlich relativ straight. Ich bin mal gespannt, ob das geklappt hat bei den Leuten, aber... Glaubst du nicht? Wir werden sehen. Doch, ich glaube schon. Das haben, also die von YouTube haben gesagt, das funktioniert Ich jetzt. sag mal so, wenn es bei euch geklappt hat, Leute, dann schreibt es in die Kommentare. Dann schreibt es bitte rein. Ja, das wäre echt wäre gut für uns auch mal zu wissen, ob die Funktion, ob das alles so ob passt. das auch alles so passt. So, der schaut schon auch gut aus, ne? Hier, schau mal. Ja, auf jeden Fall, ey. Muss man ja immer ein bisschen sagen, so, sonst drehen wir alle durch, wenn man hier das Gleichgewicht nicht hält. Nein, das ist ein sehr geiles Auto, Leute. X5M hat Spaß gemacht, richtig, richtig cool. Fährt sich schön, hat einen schönen Sound, ist ein SUV, also das echt was kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt heute von euch und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.